Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Hier gibt es einen kleinen Rückblick, wo ich die 72er Corvette bei meinem Kumpel Andi abgeholt habe in Polch. Und das Fahrzeug ist nicht mehr angesprungen und wir suchen jetzt nach dem Fehler. Da die Polklemmen an der Batterie extrem heiß geworden sind, auch schon nach kurzen Startversuchen, habe ich einen Fehler im Kabel vermutet, weil das Kabel nach dem Lösen der Polklemmen auch extrem schlecht aussah. Wir haben uns dann entschieden, das Kabel durch ein neues zu ersetzen. Ja, hier sieht man den Übeltäter. Also das Kupfer sieht irgendwie nicht mehr nach Kupfer aus, sondern irgendwie als hätte das einen Hausbrand überlebt. Oder auch nicht. Und ja, Isolierung ist auch an Teilen schon kaputt. Jetzt müssen wir Kardanwelle und ja, hoffentlich nicht Getriebe ausbauen. Das ganze Kabel ist hier an solchen Stehbolzen befestigt mit Schellen und die befinden sich unter dem Hitzeschutz hier. Dementsprechend ist das ganz toll ranzukommen. Und ja, deswegen habe ich das Kabel jetzt so in einzelne Stücke unterteilt und kann das rausziehen. Und ja, jetzt arbeitet man sich langsam vor. Auf jeden Fall eine sehr mühselige Angelegenheit, die aber jetzt gleich erledigt ist und dann hat man das Ganze vor sich. Ich kann auch mal zeigen, in dem Kabel ist auch noch eine Tülle eingearbeitet. Jetzt muss der Anlasser gelöst werden. Der hat hier auch schon recht viel Verkabelung erneuert bekommen, beziehungsweise Befestigungen hier auch neu angesetzt bekommen. Hier vorne befindet sich einmal das Hauptkabel an dem dicken Bolzen dort oben, daneben die Leitung für den Starter, beziehungsweise rechts daneben die Leitung für den Starter, hier links daneben, das ist das Kabel, was eigentlich die Zündspannung anhebt während des Startvorgangs, weil das normalerweise über eine Widerstandsleitung geschaltet ist. Das heißt, im Normalfall bei den alten Corvetten, also bei den Chrommodellen, war es so, dass die Zündspule nicht mit vollen 12 Volt versorgt wurde, sondern nur mit ca. 8 Volt. Und das wurde realisiert über eine Widerstandsleitung. Die ist in einem beigefarbenen Mantel gehalten. Das sieht man oft an der Zündspule, liegt da noch so ein beigefarbenes ummanteltes Kabel. Das ist die Widerstandsleitung und dann wird über diesen kleinen Kontakt die Zündspannung während des Startvorgangs angehoben, sodass der Wagen besser anspringt. Oft ist das allerdings schon gewechselt worden, weil eben eine modernere, neuere Zündspule mit 12 Volt verbaut worden ist. Na, dann testen wir doch jetzt mal, ob das mit der Reparatur so funktioniert hat. Schauen wir mal, wie der Anlasser jetzt so dreht. Wie der Zufall so will, habe ich die Leitungen jetzt komplett getauscht und es ist natürlich so, der Motor dreht zwar was schneller, aber immer noch ziemlich langsam. Also er springt immer noch nicht an. Ich glaube einfach, hier kommen mehrere Faktoren zusammen. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal auch noch den Anlasser tauschen, weil der sieht zwar eigentlich noch ganz schick aus, aber das hat oft gar nichts zu sagen. Beim Anlasser werden spezielle Bolzen verwendet. Es ist auch wichtig, dass ihr darauf achtet. Und zwar haben die hier einen Bereich, wo die den Anlasser auch führen und dadurch sitzt er dann besser. Wenn ihr da normale Schrauben verwendet, dann hat er nicht so guten Halt und kann ausschlagen. Hey, abonniert doch den Kanal. Wichtig ist es auch, dass ihr hier an diese zusätzliche Schraube denkt. Die wird auch manchmal weggelassen.
Die Leute denken, das wäre nur für das Hitzeschutzblech, aber die hat eine sehr wichtige Stützfunktion für den Anlasser, weil die den Anlasser hier hinten nochmal, also quasi, weil der ja mit der ganzen Länge dann dort hängt, dann nochmal an der hinteren Seite einfach nach oben abstützt, dass der nicht nach unten runterfällt. Gleichzeitig natürlich auch noch hier der Schutz, dass nichts hier an die Kontakte dran kommen kann. Das sehe ich häufig, wie gesagt, bei Autos, da wird dann auch mal einfach das eine oder andere weggelassen. Und das hat man bei amerikanischen Autos ganz viel, dass dadurch dann ja nur noch die Hälfte da drauf ist und ja, die Sicherheit, die wird da immer klein geschrieben und ignoriert. Achtet beim Abschrauben hier all dieser Verbindungen besonders darauf, immer die untere Mutter festzuhalten und die obere dann abzudrehen. Also nicht nur an der äußeren Mutter zu drehen, weil es geht ganz schnell, dass ihr hier diese Bolzen mit rausdreht, beziehungsweise auch hier diese Bakelitkappe abbrecht. Das ist einfach nur Kunststoff. So, und dann kann man den Anlasser nämlich hier vorne, scheint diese Stütze hier gebrochen zu sein. Ich gehe mal davon aus, dass der dadurch dann halt nicht richtig einscheren konnte, beziehungsweise das Drehmoment korrekt aufbringen konnte. Ja, hier sieht man jetzt nochmal einen neuen und einen alten Starter. Hier sieht man auch die Beschädigung. Ja, ich werde jetzt den neuen verbauen und dann hoffen wir mal, dass das Ganze passt. Es gibt Unterschiede in der Befestigung. Es gibt hier diagonal versetzte Löcher, es gibt gleiche Löcher. Es gibt außerdem noch die Besonderheit, dass diese Anlasser häufig auch mit Shims verbaut werden müssen. Das heißt, da muss man hier noch Abstandsplättchen dazwischen legen, um genau den Abstand zum Ritzel einzustellen. Ja, ich zeige euch das auf jeden Fall jetzt mal, wie der verbaut wird. Am neuen Anlasser werden dann die Befestigungsbolzen mit 25 bis 35 Foot-Pounds angezogen. Also dieser hier und dann noch dieser hier. Und vergesst auch nicht, wie gesagt, hier den kleinen dort oben an der Schraube anzuziehen. Umgerechnet sind das ca. 33 bis 48 Newtonmeter ungefähr. Und ja, dann haben wir eigentlich alles montiert und können den Wagen mal testweise starten. Ich lasse ihn jetzt mal runter. Dann erfolgt jetzt der Praxistest mit einem neuen Batteriekabel und einem neuen Anlasser. Ich bin gespannt. So, Zündung. Aha, das hört sich ja schon mal ganz anders an. Einmal Gas geben. Ja, wahrscheinlich ist er ein bisschen leer. Noch öfters. Klingt doch schon mal sehr gut. Ja, dann war diese Reparatur erfolgreich. Dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Ciao.